Über die Rezession und über das Wachstum, das in Deutschland oder das an Deutschland vorbeigeht, möchte ich sprechen mit Gitta Connemann. Sie ist die Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Willkommen hier bei Welt. Wie lange hält das Deutschland noch durch und aus? Ja, wir erleben heute eine Bankrotterklärung. Und wenn Sie eine Bundesregierung haben, die dem Grunde nach alle Beine und Arme von sich spreizt und sagt, wir müssen den Schrumpfkurs einfach hinnehmen, dann hält das die Wirtschaft nicht mehr lange aus. Wir erleben jeden Tag inzwischen Insolvenzen. Wir erleben jeden Tag Abwanderung von Unternehmen. Wir erleben jeden Tag Schließung von Produktionen. Und das heißt, wir brauchen jetzt zwingend eine Änderung. Verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Reden wir mal über einen Faktor: zu wenig Investitionen. Jetzt könnte man investieren, würde aber bedeuten, dass man in eine höhere Verschuldung geht. Höhere Verschuldung wäre das Problem mit der Schuldenbremse. Und da ist ja auch die Union an sich dagegen. Wo setzen wir also an? Naja, das Problem wird sein, erstens, der Streit in der Bundesregierung ist wieder vorprogrammiert. Denn mit dieser Konjunkturprognose muss auch die Steuerschätzung korrigiert werden, nach unten korrigiert werden. Es fehlt Geld, das heißt, der Haushaltsstreit ist vorprogrammiert. Man könnte dann sagen, wirklich aus zu Nikolaus. Hoffentlich dieser Ampel. Es wäre eine Erholung und Erleichterung für Deutschland. Aber die Ampel bekommt übrigens damit das Instrument in die Hand, weitere Steuern aufzunehmen. Denn die Schuldenbremse enthält einen Mechanismus. Wenn die Konjunktur zusammenbricht, dürfen höhere Schulden gemacht werden. Und davon wird die Ampel brutal Gebrauch machen. Allerdings müssen diese Schulden irgendwann zurückgezahlt werden. Und sie kosten Geld, Zinsen, Abermilliarden, die fehlen, um in Investitionen angelegt zu werden. Frau Connemann, nun ist es ja so, wir kennen ja auch den Spruch, hätte Fahrradkette. Und damit sind wir so ein bisschen bei der Vergangenheit. Marcel Fratscher, den habe ich heute früh gehört in einem Interview vom DIW. Und der hat gesagt, man kann der Bundesregierung sicherlich viel Versagen vorwerfen. Vieles, was an Strukturwandel nicht funktioniert hat, an Investitionsstau nicht funktioniert hat, es sind nicht vom Prinzip das Resultat, das Ergebnis von 3 Jahren, sondern das hat sich teilweise seit 10, 20 Jahren aufgebaut. Da waren aber andere Regierungen auch in der Pflicht. Natürlich gibt es Fehler, die über die Jahrzehnte gemacht worden sind. Also in Gänze Rücknahme auch an Arbeitszeitpotenzialen. Hohe Steuern, hohe Abgaben. Aber wir haben noch nie eine so toxische Mischung erlebt. Und dass das hausgemachte Probleme sind, zeigt der Umstand, dass nur die deutsche Wirtschaft schrumpft, während beispielsweise sie wächst in Spanien, sie wächst in Frankreich. Auch die hatten zu tun mit Ukraine, zu tun auch jetzt mit der Pandemie. Und trotzdem werden dort die Weichen so gestellt, dass die Wirtschaft wächst. Unsere Wirtschaft ist auf Schrumpfkurs und hier fehlen eben die entsprechenden Maßnahmen für einen Befreiungsschlag. Und das hat am Ende auch damit zu tun, dass das Problem ignoriert wird. Im letzten Jahr hat Robert Habeck noch eine Trendwende angekündigt. Er wird es in diesem Jahr auch wieder tun. Er ignoriert die Zahlen und damit ist Robert Habeck am Ende die Dubai-Schokolade der Wirtschaftspolitik. Er sieht auf Insta gut aus, aber wenn man draufdrückt, kommt nur grüne Soße raus. Jetzt wähnt sich ja die CDU, die Union, fast schon in Regierungsverantwortung bei dem desolaten Zustand, der immer eingeschätzt wird, was die Bundesregierung betrifft. Wie sieht Ihr Sofortprogramm aus in der Union, um den kranken Mann Deutschland wieder nach vorn zu bringen und aus dem Krankenbett? Erleichterung für die Leistungsträger. Leistung muss sich wieder lohnen für Mitarbeiter. Nämlich Steuern runter, damit mehr netto vom Brutto bleibt. Erleichterung für die Betriebe, Steuern runter, damit sie investieren können. Energiekosten runter, auch was die Netzentgelte angeht. Denn Energie führt dazu, dass Unternehmen abwandern. Das heißt, wieder Wettbewerbsfähigkeit herstellen, weil ansonsten wir weiter auch in der Weltrangliste nach unten durchgereicht werden. Frau Connemann, eine Frage noch auch mit Bezug auf das TV-Duell heute Abend bei Welt. BSW trifft auf AfD. Und nun heißt es immer aus der Wirtschaft, auch aus der Politik zahlweise, also je mehr sich bestimmte Standorte radikalisieren, umso schädlicher ist das auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland zum Beispiel. Sind Sie auch der Meinung? Und wie agiert man dagegen? Je radikaler die Parteien, umso schädlicher für einen Wirtschaftsstandort. Wir sehen, dass Investoren aus dem Ausland sich abwenden vom deutschen Standort, auch Fachkräfte sich abwenden. Und wenn man dann die Vorschläge hört von AfD oder BSW, was das Thema Europa, den Binnenmarkt, auch Freihandel angeht,
dann will man sich abschotten, man will nationalisieren. Und das sind tatsächlich Sargnagel für den deutschen Wirtschaftsstandort. Und was tut man dagegen? Man macht bessere Politik. Da ist an erster Stelle die Ampel gefragt. Und die CDU muss Vertrauen zurückgewinnen. Und das können wir nur, wenn wir sehr deutlich sagen, was wir machen wollen. Und das heißt, Leistungsträger entlasten. Die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Man muss uns jetzt die Chance geben. Vielleicht bekommen Sie die bald. Gitta Connemann, danke für das Gespräch. Danke Ihnen.